Hey, also ihr wolltet was über meine Schule wissen. Also das ein Video über meine Schule wurde angefragt. Und ich weiß gar nicht so richtig, was ich darüber jetzt sagen soll. Also ich gehe auf die Boonville High School und die ist ungefähr so 20 Minuten von meinem Haus weg, so 25 Minuten. Also da fahre ich mit meiner Gastmutter und meinem Gastbruder jeden Morgen hin, weil meine Gastmutter arbeitet auch in Boonville. Also ist das nicht so schlimm. Und mein Gastbruder ist ein Junior, also der ist in der 11. Klasse. Und ja, meine Highschool hat, ich denke mal so 350 Schüler. Ist halt 10., 11., 12. Klasse. Ich bin Sophomore, also 10. Klasse. Und meine Classes sind US History, Psychology, Spanish 2, Pre-AP Biology, Pre-AP English, Algebra 2 and Family Science. Wollen wir einfach mal darüber reden? Also, US History ist eines der Klassen, wo ich am meisten lernen muss. Das ist ja auch alles nur Multiple Choice. Das ist ja jetzt nicht so schwer, aber es ist halt das, ich meine, ich hatte darüber noch nie was gelernt vorher. Also es ist schon so ein bisschen leicht anspruchsvoller, aber es ist auch nicht schwer. Da habe ich auch ein A und im Semestertest habe ich irgendwie 97 gemacht. Und Psychology, das ist eigentlich die Klasse, wo ich ist ja nur ein Elective, also nur ein Wahlfach. Und ist eigentlich die Klasse, wo ich am meisten Arbeit habe. Also wir haben einfach richtig, richtig viele Arbeitsblätter. Ich würde jetzt mein Schulzeug holen, aber es ist jetzt zu weit weg. Aber es macht richtig Spaß eigentlich. Erst am Ende sind wir erst zu dem Thema gekommen, was mich so richtig, richtig interessiert hat, was halt psychologische Disorders waren. Aber es ist echt cool, die Klasse. Und wir sind da irgendwie nur so 6 oder 7 Leute drin. Und dann habe ich Spanish 2. Das habe ich eigentlich fast nur mit Seniors und ein paar Juniors. Und ich hatte ja schon in Deutschland 2 Jahre Spanisch, deswegen habe ich die höchste Spanischklasse genommen. Ich glaube, da habe ich schon mal drüber geredet. Ja, aber es ist halt nicht schwer, es ist wirklich nicht anspruchsvoll. Bio ist dann schon ein bisschen anspruchsvoller. Also es ist halt viel zu lernen und so, aber es ist auch alles das meiste, was ich in der 9. Klasse gemacht habe. Englisch. Naja, wir müssen halt immer so Vokabeln lernen und so. Das ist ein bisschen komplizierter, weil es sind halt alles englische Fremdwörter, die halt auch noch nicht kennen und dann muss ich die auch noch lernen und ja, da schlage ich mich auch ganz gut. Wir haben schon einige Projekte gemacht, zum Beispiel haben wir ein Buch gelesen, 1984. Seit ich hier bin, wenn ich versuche Deutsch zu reden, dann drehe ich immer so die Zahlen irgendwie. 84, sag ich dann 48, weil ist ja 48. Ja, 84. Jetzt habe ich mich selbst total wirre gemacht. Was auch immer. Ähm, Algebra, total einfach. 8. und 9. Klasse. Hätte ich mal lieber Calculus oder so genommen, aber in Calculus, das meiste, was sie machen, hatten wir auch schon, denke ich mal. Und also da habe ich mir einfach überlegt, bleib einfach in Algebra. Wird schon klappen und dann, nun gut. Und dann Family Science, das habe ich mit einigen Neunklässlern, also von der Junior High und sowas. Es ist okay, ist halt nicht so spannend, aber komme ich auch durch. Wir haben von 8 bis 3 Schule und Lunch haben wir, also es gibt 2 verschiedene Lunchzeiten und ich habe die zweite, was um 11:47 Uhr anfängt und dann 30 Minuten. Und ja, was gibt's noch so zu erzählen? Ach ja, wir haben Lockers. Ich hätte so gern einfach nur ein Schließfach gehabt. Ich meine, wir haben einen Satz Bücher für zu Hause und Satzbücher für die Schule. Also wir haben nur Bücher zu Hause und dann ist immer in der Schule haben wir immer Bücher zur Verfügung gestellt. Also müssen wir keine Bücher mit rumschleppen. Aber trotzdem ist einfach zum Beispiel Softball. Bin ja jetzt beim Softball Practice. Also ich versuche ins Team zu kommen mit der anderen deutschen Austauschschülerin. Und die letzten 2, 3 Mal, weil wir hatten halt immer Dienstag und Donnerstag Practice. Ich habe immer mein Zeug mitgeschleppt, weil ich ja kein Auto habe. Und dann, scheiße war's. Practice wurde abgesagt und ich hatte mein Zeug den ganzen Tag rumgeschleppt.
Und da hätte ich schon gerne ein Schließfach. Aber nein, wir haben nicht genug Schließfächer für alle Schüler. Also benutzt keiner eins. Das ist ein bisschen doof. Aber so ist halt. Ich glaube, die meisten, die das gucken, wissen, dass es so viele Unterschiede zwischen deutscher und amerikanischer Schule gibt. Das ganze Schulsystem mit Klassen wählen und bla ist ja schon ganz anders. Und dann gehst du immer zu dem Raum vom Lehrer und die Beziehung mit den Lehrern ist auch ganz anders. Zum Beispiel meine Mathelehrerin, ich wusste nicht, was für Hausaufgaben ich habe. Also habe ich ihr dann einfach mal eine SMS geschrieben. Und ich habe mich so ein bisschen angestrengt, halt so normal zu schreiben, in vollen Sätzen und so weiter, halt nicht so Texting Language. Und dann schreibt sie zurück mit you, einfach nur als U, also nur der Buchstabe und mit Smiley Faces und so weiter. Das war echt ziemlich lustig. Und ja, ist einfach viel lockerer alles eigentlich. Ich mag's echt. Also es gefällt mir echt gut. Ich finde es so viel besser als deutsche Schule. Okay, vielleicht auch, weil es um einiges einfacher ist, weil allein schon die Multiple-Choice-Tests sind einfach nur. Ich lese mir das ein paar Mal durch und dann schaffe ich es irgendwie, die Multiple-Choice-Tests mit einem A abzuschließen. Weil es halt nicht so anspruchsvoll. Das ist einfach nur, ja, ich glaube, das habe ich schon mal gehört, kreuze ich mal das an. Und ja, ist einfach richtig einfach. Ich meine, ein paar Sachen sind schon ein bisschen anspruchsvoller, aber das kriegt man auch noch gut hin. Es ist kein Vergleich zu deutscher Schule. Was kann ich noch so erzählen? Ich weiß nicht, was ich noch erzählen kann. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, kannst du mal ein neues Video einbauen. Aber ich wollte einfach mal das Video über Schule machen und naja, ich hoffe, es hat euch gefallen und ich werde jetzt gleich noch ein Video abdrehen über Weihnachten, Christmas Break, Silvester, bla. Na gut, dann sehen wir uns gleich wieder. Tschüss!